Tagchen, Professor, los geht's. Fangen wir damit an, die Abstimmung von letzter Woche auszuwerten. Okay. Tja, sieht so aus, als hättet ihr euch für die ekelhafteste und am meisten Sauerei produzierende Version entschieden, einen Ball aus Sand zu produzieren. Nämlich die, bei der ich nicht nur meine Hände richtig schön mit Sand einschmiere, sondern auch den Ball. Warum habe ich das nur vorgeschlagen? Naja, auf der anderen Seite muss ich sagen, das sieht schon wirklich cool aus. Die anderen Versionen werden somit erstmal auf die Ersatzbank geschoben, damit ich bei Bedarf darauf zurückgreifen kann. Umso glücklicher bin ich mit eurer Entscheidung, was den Ball aus dem Rauch betrifft. Denn die von euch gewählte Variante hat mir auch am besten gefallen. Die Idee kam übrigens auch von euch. Ich weiß zwar nicht mehr genau von wem, aber danke. Diese Woche war ich nicht so fleißig. Ich habe mir einfach mal wieder ein bisschen Zeit für mich genommen und bin anderen Hobbys nachgegangen. Das hat sehr gut getan und gehört zu einem gesunden Kreativprozess dazu. Einfach mal ein bisschen Abstand von allem gewinnen, um hinterher mit frischer Energie weitermachen zu können. Kann ich nur empfehlen. Funktioniert auch gut, wenn ihr eine neue Technik übt. Einfach mal eine Woche Pause machen und danach geht es plötzlich viel besser. Und obwohl ich ein bisschen faul war, habe ich mal wieder mit einem absoluten Meister der Manipulation geskypt. In dieser Woche war es Alan Simonov. Ihr kennt Alan Simonov noch nicht? Na dann jetzt aber ganz schnell auf Instagram und abonnieren. Ich packe euch alle Links unten in die Videobeschreibung. Der Typ ist super kreativ und geht die Zauberei von einer ganz anderen Seite an. Ich verlinke euch auch seinen YouTube-Kanal hier oben in der Infobox. Dort findet ihr unter anderem einen Ausschnitt von seinem Act Limbo. Das müsst ihr euch anschauen. Und Alan hat während unserer Session etwas sehr Schlaues gesagt. Manchmal lohnt sich der Aufwand oder die Sauerei, wenn der Effekt stark genug ist. Ich denke, das trifft auch auf unsere Ballproduktion zu. Wie auch immer. Die letzten 2 Tage habe ich versucht, den bereits existierenden Ballteil auf die Musik zu proben. Aber ich habe auch langsam Lust weiterzumachen und nicht immer nur am Ballteil festzuhängen. Das ist übrigens wieder eine meiner Vorgehensweisen. Ich mache immer das, worauf ich Lust habe. Dadurch bleibt auch das Training spannend. Und deshalb fange ich langsam mit dem Kartenteil an. Wie genau ich den Übergang gestalte, ist noch nicht ganz klar, aber das kommt noch. Eine Idee wäre, alle Bälle in diese Karaffe zu stecken. Und den letzten Ball in eine Karte zu verwandeln. Nun befinde ich mich theoretisch in der richtigen Position, direkt mit dem Makatendo Rolldown weitermachen zu können. Das wäre ein schönes Comeback zu den 4 Bällen. Und während ich so die 4 Bälle in dem Glas sehe, kommt mir auch schon die nächste Idee. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht wurdet ihr auch durch den Anblick inspiriert. Wenn ja, dann schreibt mir eure Gedanken doch gerne in die Kommentare. Und in der nächsten Woche vergleichen wir dann unsere Ideen. Ich habe auch immer wieder in den Kommentaren gelesen, dass ich mehr Feuereffekte machen soll. Das finde ich eine hervorragende Idee. Leider habe ich noch nicht viel damit experimentiert. Das hole ich aber noch nach. Und das bekommt dann ein ganz eigenes Kapitel in unserer Videoreihe. Also freut euch schon mal drauf. Bei den Karten muss ich vielleicht gar nicht so viele neue Ideen reinbringen. Vielleicht reicht es auch schon, wenn ich meine alte Routine einfach teilweise übernehme. Ach so, und dann habe ich ja noch meinen schrumpfenden Kartenfächer.
Den könnte ich eigentlich auch beibehalten. Das war in meinem alten Kartenact immer das Finale. Ein sehr visueller Effekt. Hat immer für Ohs und Ahs gesorgt. Ach, wisst ihr was? Das dürft ihr entscheiden. Ich packe euch unten in der Videobeschreibung einfach wieder einen Link zur Abstimmung. Soll ich den schrumpfenden Fächer übernehmen oder nicht? Und weil man immer aufhören soll, wenn es am schönsten ist, verabschiede ich mich für heute. Ach, eine Sache noch. Darius Phoebe hat mir ein paar schöne Schlussworte für unser Video diese Woche zukommen lassen. Wenn ihr wollt, dürft ihr eins eurer Lieblingsworte unten in die Kommentare schreiben. Und vielleicht passt das ja nächste Woche in meine Abmoderation. Die Schlussworte für heute lauten: Uran, Timeout, Oma Wetterwachs. Fehlt noch was? Ach ja, euer Professor.